Ich habe super viele Liquid Lipsticks in meiner Collection, doch möchte ich meinen Liquid Lipstick mit Lipgloss tragen, ist die Haltbarkeit nicht ganz so gut. Deswegen werde ich in diesem Video verschiedene Lipstains testen. Lipstains färben die Lippen ein und halten dadurch viel länger als normale Lippenstifte. Denn wer kennt's nicht, man isst was, man trinkt was und der Lippenstift ist überall, nur nicht auf den Lippen. Das Problem werde ich heute beseitigen und ich würde sagen, wir legen direkt los. I go crazy mit meinem Make-up today, but das interessiert uns heute nicht. Heute interessieren uns diese süßen Mäuse hier. Das sind die SheGlam Fall Inline Peel Off Lip Liner Stains. That's a name. Das sind die drei Farben, die ich bestellt habe. Pinky Promise, Mauvelous und Brownie Points. Ich bin sehr gespannt, wie gut die halten werden, denn die sind echt günstig. Und wenn die halten, was sie versprechen, I love it. Ich finde es ein bisschen umweltbelastend, dass die hier doppelt und dreifach eingepackt sind. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Dieses Plastik-Packaging, nee, das hätte nicht sein müssen. Das Packaging schaut sehr simpel aus. Ich finde crazy, dass hier noch so ein Beipackzettel ist. Es scheint eine Anleitung zu sein, wie man dieses Produkt verwenden soll. Ich fühle mich, als hätte ich das in der Apotheke gekauft. Eher so eine festere Konsistenz. Schauen aber alle fast gleich aus. That's the fantasy. Bin auch gespannt, wie lange das trocknen muss, weil das ist ein Peel-Off-Gedöns. Finde ich ein bisschen crazy. Ich weiß nicht, ob ich es lieben soll oder ob ich es hassen soll. Wir werden sehen, wie ich damit zurechtkomme. Ich finde, das Produkt lässt sich super auf die Lippen auftragen. Allein dieser Applikator ist wirklich richtig geil, weil der einfach so etwas schmäler ist. Damit kann man richtig, richtig gut arbeiten. Ich bin jetzt gespannt, wie lange das braucht, bis ich das hier abpeelen kann. Schauen wir mal auf meinen Handrücken. Da scheint es schon richtig angetrocknet zu sein. Wie peele ich das denn hier jetzt ab? Ich mache jetzt mal den Wischtest auf meinen Handrücken und ich bin gespannt, wie gut die wirklich halten. Also ich habe nichts auf meinen Fingern. Okay, das ist heftig. I mean, die kosten nicht viel Geld. Ich würde sagen, schauen wir mal auf den Lippen, oder? Denn da soll es ja auch am Ende halten. Naja, das schaut sehr fleckig aus. Ich glaube, ich gehe da nochmal drüber, weil das ist auf jeden Fall nicht die Lippenkombo, die ich mir gewünscht hätte. Ein paar Sekunden später. Schauen wir nun, wie gut der Lipstain auf meinen Lippen hält. Auf meinen Handrücken hält der unfassbar gut. Okay, hier kommt nichts mehr runter. Ich glaube, das waren einfach noch Reste von diesem Peel-Off-Zeug. Ich finde das Ergebnis nicht schön. Ich werde mal einen Lipgloss auftragen und dann schauen wir mal, ob es dann besser aussieht. Ich weiß ja nicht. Mit Lipgloss schaut es zwar schon besser aus, aber es ist nicht schön. Die untere Lippe gefällt mir ganz gut. Die finde ich noch am besten. Hier oben finde ich super schrecklich, dass ich hier in der Mitte der Lippe so einen fetten Punkt habe. Es ist auch so ein bisschen fleckig. Bin nicht ganz so überzeugt. Vor allen Dingen finde ich es unfassbar nervig, dass man diesen Lipstain erstmal abpeelen muss. Dieses Abpeelen regt mich so auf. Diese komischen Peel-Off-Krümel hat man noch auf den Lippen. Also ich muss sagen, die Haltbarkeit von diesen Lipstains ist gut. Dieses Abpeelen von diesem Zeug und das Aussehen ist jetzt nicht so meins. Auch nach einer Stunde sah das Ganze nicht ganz so gut aus. Die Haltbarkeit war dennoch okay. Am nächsten Tag. Ich bin noch tatsächlich eingeschlafen mit meinem Pretty Make-up. Der Lipstain ist auf jeden Fall immer noch da. Also halten tut er auf jeden Fall gut. Aber das Aussehen mega boring. Von Fenty Beauty gibt es auch was ganz Interessantes, und zwar den Hydrating Lip Stain. Als ich damals von Lipstains gehört habe, das ist jetzt schon eine Zeit her, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann das war der allererste Lipstain, den ich gekannt habe von Fenty Beauty. Ich bin mir nicht sicher, ob Rihanna die Vorreiterin war von den Lipstain Game. Ich habe natürlich die Farbe 01 My Type genommen. Das ist ein wunderschönes Pink. Das ist das Packaging. Wow. Yes. Und ich muss sagen, das ist eine wunderschöne Farbe. Ich finde ihn wunderschön, so pink. I love it. Hier bin ich jetzt mal gespannt, wie gut der Lipstain auf meinem Handrücken hält. Aber das schaut doch schon mal sehr vielversprechend aus.
ich würde sagen, er hebt schon ganz gut. Aber schauen wir mal, ob der Fenty Beauty Lipstain einen ganzen Tag aushält. Anfangs war ich sehr überzeugt und sehr begeistert von den Lipstain. Selbst mit Lipgloss sah er einfach super aus. Im Laufe des Tages hat man bei der Oberlippe eigentlich nur noch den Punkt gesehen. Alles andere war schon weg und die Unterlippe sah eigentlich noch ziemlich gut aus. Doch dann am Abend sah das Ganze dann ein bisschen anders aus. Ich wollte mich eigentlich gerade abschminken gehen, dann dachte ich mir noch, upsie, wir müssen Miss Fenty noch bewerten. Das sind meine Lips. Oben das gleiche Problem wie bei den SheGlam Lipstains. Einfach dieser Punkt. Und unten ist es irgendwie super fleckig und es ist auch nicht mehr so ganz intensiv, wie es war. Ich muss sagen, die Haltbarkeit von Miss Fenty ist not so good. Ich bin wirklich nicht so begeistert. Selbst der Lipstain von ist noch on point. Wo ist Miss Fenty, Schatz? Wo ist Miss Fenty? Die Farbe ist eigentlich echt schön, aber die Haltbarkeit nicht so gut. Die NYX Professional Makeup Lip IV. Lip IV? I don't know. But das sind Lipglosse, die ein Tinted Ergebnis hinterlassen. Quasi färben die Lippen ein. Aber an sich haben die einen glossy Finish und ich bin gespannt. Die süße Maus schaut mir irgendwie so aus, als wäre die schon mal geöffnet worden. I don't know what's going on here. Dann der nächste. Das schaut schon ein bisschen ordentlicher aus. Also so stelle ich mir das vor. Ich öffne das Produkt das erste Mal und nicht so. Schatz, what is this? Oh, auch eine schöne Farbe. Und wie man sieht, die haben auf jeden Fall ein glossy Finish. Finde ich cute. Und dann noch der dritte Lip Tint. Und den finde ich richtig schön. Wow. Ich lasse jetzt mal ein bisschen trocknen, damit wir schauen können, wie gut die halten und wie wischfest die sind. In der Zeit werde ich mir mal überlegen, was ich auf meine Lippen haben möchte. Ich glaube, das Schätzelein hier hat auf jeden Fall ausgedient. Das wird schon öfters benutzt, denke ich. Und ich gehe da direkt rein. Jetzt erstmal mit dem in Nude. Oh, yes. Okay, das geht auf jeden Fall sehr präzise, muss ich sagen. Lieb den Applikator. Der ist wirklich richtig geil. Auch so schön small. Damit kann man wirklich schön präzise seiner Lip-Kontur nachgehen. I love it. Jetzt nehme ich noch diesen wunderschönen Ton hier. Die Lip IVs lassen sich auch richtig smooth auftragen. Gut verblenden und ich meine, es schaut jetzt schon richtig gut aus. Es hat auch gleich ein glossy Finish, was ich liebe. I love glossy lips. Ich bin mal gespannt, wie smudge-proof die wirklich sind. Denn wenn die gut halten, dann I love it. Aha, okay. Das Rot-Pink ist auf jeden Fall noch intensiv da. Die zwei Nude-Töne, ja, I don't know, wo die hingegangen sind. Ich kann jetzt hier auch mal ein bisschen reiben. Okay, da ist halt wirklich gar nichts auf meiner Hand. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die zwei Nude-Töne nicht so intensiv sind wie dieser pinke Ton. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, aber ich bin gespannt, wie das sich auf den Lippen verhält. Denn da tragen wir ja die Lip Ivies eigentlich auch. 6 TikToks später, 4 Stunden sind mindestens vergangen. Das ist jetzt das Ergebnis von den Lips. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr viel mit ihnen angestellt. Ich habe ein bisschen was getrunken aus meinem Stanley Cup mit meinem Air Up. Da war ein bisschen was zu sehen. Also ich habe dieses Strohhalmteil schon sauber gemacht. Ich glaube aber, das liegt daran, weil es ein Glossy Lipstain ist und kein matter Lipstain. Jetzt möchte ich aber gern wissen, wie diese süßen Mäuse hier auf meinen Lippen halten. Ich mache jetzt erstmal den Kusstest. Ich sehe hier nichts außer den Nude Lipstain so ein bisschen. Auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen drüber wische, das hält schon ganz gut. Es ist ein bisschen, so ein kleines bisschen verblasst auf jeden Fall und es ist kein glossy Finish mehr. Aber selbst wenn ich hier drüber reibe, kommt nur so minimal was runter. Aber ich muss sagen, dieser Braunton ist leichter am Stain wie dieser Pinkton. Also den pinken Ton sieht man einfach intensiver. Also ich muss sagen, die Lip Ivies von NYX sind nicht meine absoluten Favorites. Würde ich sie dennoch ab und zu mal tragen? Ja, aber auch nicht immer. Ooh, look at this bouncy hair!
Mit der Wig fühle ich mich wie Trixie Mattel herself. Selena Gomez hat mit ihrer Brand Rare Beauty auch Lip Stains, und zwar die Soft Pinch Tinted Lip Oils. Lip Oils sind ja eher dafür, dass sie die Lippen soft, glossy, juicy, gut aussehend machen. Ich habe mir einmal die Farbe Honesty und die Farbe Wonder bestellt. Ich liebe einfach die Kombi Braun und Pink oder Rosé, leicht Peach. I love it. I'm open this bitches. Das cute Packaging wie von Rare Beauty. I love it. I see myself and I look so beautiful. Sie kommen im simplen Rare Beauty Packaging. I love it. Oh, that's beautiful. Die Konsistenz ist sehr creamy. Das ist so ein schönes Rosé. Ich glaube auch in Kombi matchen die ganz gut. We will see. Ich starte jetzt erstmal mit dem Nude Honesty und damit werde ich erstmal meine Lippen konturieren. Und dann nehme ich Wonder und mache das noch so in das Innere meiner Lippen. Das Lip Oil gefällt mir vom Aussehen ganz gut. Ich finde es schön juicy, schön glossy. Das Einzige, was ich bemängeln muss, die zwei sind so ein bisschen im Konkurrenzkampf. Der eine streitet sich mehr um den einen Platz als wie der andere, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber sonst gefällt mir der Look an sich richtig gut. Also ich finde es schön juicy, schön glossy. I love it. Ich weiß nicht, ob hier Plumpy Ingredients drin sind. Ich merke es nur, wie es so ein bisschen kribbelt auf den Lips. Oh. That's pigment, bitch. Okay, die sind schön pigmentiert. I really love it. Geil. Okay, da ist gar nichts. I love it. Und ich muss sagen, die sind schön pigmentiert. Die sind nicht zu blass. Also wenn das auch so gut auf den Lippen aussieht, dann I love it. Okay, ich denke, das ist jetzt lang genug eingezogen in meine Lips. Machen wir den Kusstest. Ich bin impressed, weil es ist halt wirklich nur Gloss, Schatz. Es ist nur Gloss. Obwohl da jetzt der Gloss unten ist, finde ich es dennoch echt beautiful. Ich mache aber noch den Härtetest, denn wir müssen schauen, ob die auch mehr aushalten, als wir einfach nur hier ein bisschen drüber tupfen mit dem Wattepad. Es ist ein bisschen Farbe mit runtergegangen, aber die Lippe schaut noch gut aus. Sogar nach ein paar Stunden sah der Lipstain noch richtig gut aus. Mir gefällt auch richtig die intensive Pigmentierung von den Lipstains. Und das Essen kann man sich auch schmecken lassen, ohne dass der Lipstain danach nicht mehr gut aussieht. Obwohl ich abgeschminkt bin, ist da noch ein bisschen was von dem Tinted Lip Oil da. Rare Beauty, good job. Ja, die sind zwar vom Preis eher in der höheren Kategorie, aber sie lohnen sich wirklich. Schaut euch das Ergebnis an. I love it. Ich bin wirklich begeistert von denen. Ich dachte, ich sehe nicht richtig und ich bin eskaliert, weil ich es nirgendwo bekommen habe. But im Galeria Kaufhof am Alexanderplatz bei Sephora, da war dieses eine Produkt. Und zwar der Lipstain von Huda Beauty. Es war das letzte Produkt im Regal und ich dachte, ich sehe nicht richtig und ich bin dort hingestürmt und habe mir dieses Produkt gegriffen. Schatz, das hört sich an wie ein Science-Fiction-Film, but es war so, Schatz. Für dieses Produkt bin ich wirklich eskaliert. Dieser Lip Contour Stain ist unfassbar im Hype. Dieser Lip Contour Stain ist aber auch sehr in der Kritik, denn hier sind nur 1 Milliliter drin. 1 Milliliter für 25 oder 30 Euro sind gar nichts, also wirklich nichts. Wenn man das Produkt richtig aufbewahrt und es richtig lagert, so dass die Spitze nach unten zeigt, dass sie sich voll saugt mit dem Produkt, denke ich, dass das Produkt schon lange halten wird. Ich bin ganz ehrlich, Huda Beauty hätte da schon mehr Milliliter reinmachen können. It is what it is. Dieser Lip Contour Stain ist so im Hype, weil er hat hier eine wunderschöne feine Spitze, wo man sehr präzise seine Lip Contour malen kann oder die Lippen auch ausfüllen kann. Man hat damit viele Möglichkeiten. Diese Spitze kann
kann einerseits sehr fein und dünn malen, andererseits kann man damit aber auch was ausfüllen und sie malt halt einfach die komplette Lippe aus. Und das liebe ich. Wie geil ist es bitte? Dieses Produkt ist einfach so genius. Huda Beauty hat einfach Ahnung von dem, was sie macht. Und wenn das dann auch noch lange hält, dann ist es ein fetter Banger, Schatz. Ich muss auch sagen, der Lipstain verträgt sich sehr gut mit dem Lipgloss. Mir ist nicht aufgefallen, dass der Lipstain verschmiert oder weniger pigmentiert ist. Schaut einfach juicy aus mit Lipgloss und schaut einfach gut aus. Auch im Alltag wäre mir nicht aufgefallen, dass der Lipstain an Pigmentierung verliert oder dass er irgendwie fleckig wird. Er war einfach still there. Still pigmented. I really love it. Und auch noch nach dem Essen sah der Lipstain gut aus. Der Lipstain ist hier unten ein bisschen weg, aber sonst ist er still there. I love it. Und es war ein langer Tag. Und ich habe gegessen. I love it. Schatzis, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Was ist deine Meinung zu Lipstains? Würdest du dir einen Lipstain kaufen oder bist du eher Team Lipstick? Ich liebe diese Art von Videos, wo ich einfach mehrere Produkte über eine längere Zeit teste, weil wir spillen hier den Tee, okay? Welches Produkt ist wirklich gut und welches kommt in den Mülleimer? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde es mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst auch nicht mehr auf meinen anderen Social Media Plattformen zu folgen, heiße ich genauso wie hier. Und dann würde ich auch schon sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier auf diesem wunderschönen Kanal. Bis dahin, bye!